Im Endspurt des US-Wahlkampfs hat die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zu einem Ende von Chaos, Spaltung und Drama unter ihrem republikanischen Kontrahenten Donald Trump aufgerufen. Harris trat an einem symbolträchtigen Ort auf, südlich des Weißen Hauses in der Hauptstadt Washington. Genau dort hatte Trump am 6. Januar 2021 seine Anhänger vor dem Sturm auf das US-Kapitol mit einer Rede aufgewiegelt. Sie strömten schon Stunden zuvor zur National Mall, Tausende, um noch einen Platz zu ergattern, anstehen in Schlangen von allen Seiten. Und sie waren gekommen, um Zeichen zu setzen gegen Donald Trump, der vom gleichen Ort vor knapp 4 Jahren seine Anhänger zum Kapitolsturm aufhetzte. Es ist ein symbolischer Ort. Kamala Harris hatte sich anderes vorgenommen. Attacke auf Trump, ja, aber auch versöhnlichere Worte an die, die von ihr wenig halten. Anders als Donald Trump glaube ich nicht, dass die mir nicht zustimmen, meine Feinde sind. Er will sie in den Knast stecken. Ich will ihnen einen Platz am Tisch geben. Er ist einer, der instabil, versessen auf Rache, zerfressen von Hass ist und unkontrollierte Macht will. Viele durften nur aus der Ferne zuschauen, ihr stundenlanges Warten vor den Sicherheitskontrollen vergeblich. Wir können sie nicht sehen, aber wir können sie hören, und zwar das, was wir hören wollten. Schau auf die Massen, wir können sie hören, wir können sie gut sehen, wenn auch nur auf dem Videoscreen. Zumindest einen Sieg konnte Kamala Harris schon einmal verzeichnen. Sie brachte deutlich mehr Menschen auf die Straße als Donald Trump am 6. Januar 2021 beim legendären Sturm auf das Kapitol. Erste Schätzungen gehen davon aus, dass rund 40.000 Menschen heute Abend hier nach Washington gekommen sind. Es war ein hitziger Wahlkampftag. Trump in Mar-a-Lago, Harris auf Interviewtour, J.D. Vance Rally, Tim Walz Rally, Michelle Obama Rally, Trump in Delaware County und Trump in Allentown. They've embarrassed us. They've embarrassed us. Sie blamieren uns, sie blamieren uns. Kamala blamiert uns. Sie hat nicht das, was man braucht. Ich will, dass ihr wieder groß denkt. I'm asking you to dream big again. Das hat sich offensichtlich auch Kamala Harris zu Herzen genommen. Am Ende hieß es aus ihrer Kampagne, 75.000 wären sogar zu ihrer Rede gekommen. Immerhin groß gedacht, vielleicht aber auch ein wenig übertrieben. Guten Morgen von Berlin nach Washington zu Michael Wöhlenweber. Michael, Präsidentschaftskandidatin Harris also gestern, großer Auftritt in Washington. Wie klang denn Ihr Angebot? Gab es Angebote an die unentschiedenen Wähler? Also ich glaube tatsächlich, dass in dieser Rede da Angebote drin gesteckt haben, einfach die Brücke schlagen zu wollen, jetzt abzurüsten, sich nicht mehr so zu bekriegen, wie man das bisher gemacht hat, wie es Donald Trump immer wieder macht. Das könnte durchaus attraktiv für den einen oder anderen sein. Und die Rede bestand ja auch nicht nur aus heftigen Angriffen gegen Donald Trump, sondern auch aus viel Inhalt. Sie hat noch einmal dargestellt, was sie, oder wie sie sich die USA vorstellen würde. Also da könnte schon tatsächlich Substanz für den einen oder anderen Independent dabei sein. Aber das Problem von Kamala Harris ist, dass man wahrscheinlich diese Rede nicht in der Gänze hört, zumindest nicht diejenigen, auf die es jetzt vielleicht ankommt und aufgrund dessen der Erfolg vermutlich doch eher dann ein wenig verpuffen wird. Schauen wir noch mal auf Donald Trump. Auch der hatte noch mal wichtige Auftritte. Was gab es da zu hören? Naja, viel Hass, so könnte man es zusammenfassen, und viel Anklage des politischen Gegners, wie wir Donald Trump eigentlich immer kennen. Wir haben in einem Punkt vielleicht etwas Überraschendes gehört. Das war jetzt nun keine direkte Entschuldigung an die Puerto Ricaner, die ja dieser Comedian am Sonntagabend im Madison Square Garden als Müll bezeichnet hat. Er hat heute klargemacht, er liebt dieses Land, wir alle lieben dieses Land. Das war also so die Brücke hin zu diesen Puerto Ricanern, und die musste er auch schlagen, ansonsten würden wahrscheinlich doch
Latinos, ihm Hispanics, ihm von der Fahne gehen, auf die es ankommt, in Pennsylvania vor allen Dingen dann auch. Und wenn da ein paar 10.000 einfach nicht mehr das Kreuzchen bei Donald Trump machen würden, dann sähe es für ihn deutlich dort enger aus. Aber was wir feststellen im Übrigen ist, dass wir hier in den USA schon über den Wahltag hinaus schauen und es viel Ängste gibt eigentlich, was passiert eigentlich danach, wenn die Ergebnisse wirklich so knapp sind und Donald Trump sie nicht anerkennen möchte. Michael Wöhnweber, Dankeschön nach Washington.